Stell dir vor, du könntest mit dem Transferpack jedes Gameboy-Spiel auf dem Nintendo 64 spielen. Nicht nur Pokémon, sondern deine komplette Sammlung. Klingt nach einem Feature, das damals von Nintendo vergessen wurde, oder steckt vielleicht doch etwas mehr dahinter? Willkommen bei Reload Legends, dem Format, in dem wir verlorene Gaming-Geschichten, Retro-Hardware und technische Wunder erforschen. Wenn dir solche Themen gefallen und du keine vergessenen Projekte mehr verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Auf geht's! Die Geschichte des Transferpacks beginnt in den späten 90ern. Eine Zeit, in der Nintendo Gaming immer wieder neu gedacht hat. Entwickelt von der Integrated Research and Development Abteilung wurde das Zubehör erstmals 1997 auf der Space World vorgestellt. Sein Release folgte 1998 in Japan und Anfang der 2000er zusammen mit Pokémon Stadium. Das Konzept war simpel, aber genial. Du steckst das Transferpack in deinen Nintendo 64 Controller und ins Transferpack kommt dein Gameboy-Modul. Für viele war sofort klar, Moment mal, das ist ein Gameboy Player für den Nintendo 64. Die Antwort? Nicht ganz. Das Transferpack war im Kern keine eigenständige Konsole, wie beispielsweise der Super Game Boy oder der Game Boy Player, sondern eine Datenbrücke. Es erlaubte dir, Daten zwischen dem Game Boy Spiel und dem Nintendo 64 zu übertragen. Der bekannteste Ansatz war natürlich, deine Pokémon aus Rot, Blau und Gelb in Pokémon Stadium zu importieren. In Pokémon Stadium selbst gab es aber noch ein Feature, das viele damals geflasht hat. Der sogenannte Dodu GB Turm. Damit konntest du deine Game Boy Pokémon Edition direkt auf dem großen Fernseher spielen. In 2001 mit der Veröffentlichung von Pokémon Stadium 2 kamen auch weitere Editionen wie Gold und Silber dazu. Als Kind dachte ich mir damals immer wieder, warum geht das eigentlich nur mit Pokémon und nicht mit allen Game Boy Spielen? Und ganz ehrlich, ich glaube, dass sich das damals ziemlich viele gedacht haben. Wie ich bereits erwähnt hatte, ist im Gegensatz zum Super Game Boy oder im späteren Game Boy Player für den GameCube im Transferpack selbst keine eigene Game Boy Hardware verbaut. Stattdessen musste das Nintendo 64 die Pokémon-Spiele selbst emulieren, damit sie liefen. Im Inneren des Transferpacks sitzt der LESH-Nusschip. Dieser Chip ist ein Dolmetscher, der zwischen Nintendo 64 und dem Game Boy Modul übersetzt. Das Wichtige dabei ist, dass dieser Chip nichts berechnet oder emuliert. Er sorgt nur dafür, dass beide Systeme miteinander sprechen können. Die Magie passierte ausschließlich im GB-Turm, denn der GB-Turm war nichts anderes als ein Game Boy Software-Emulator, der direkt im Spiel vom Pokémon Stadium integriert ist. Aber warum funktionierte dieser Game Boy-Emulator dann nur mit dem Pokémon-Spielen? Und jetzt wird das Ganze interessant, denn ein Homebrew-Entwickler und Hacker namens Zoinkitty hatte sich das Ganze genauer angeschaut. Genauer gesagt Pokémon Stadium 2 und dabei etwas Entscheidendes entdeckt. Das Spiel prüft beim Start lediglich ein Fleck im Gameboy-Modul, also eine Art digitales Erkennungsmerkmal. Wenn das Fleck sagt, hey, ich bin ein Pokémon-Spiel, dann startet der Emulator. Wenn das passende Fleck fehlt, dann passiert auch nichts. Also hat er genau diese Abfrage entfernt, den GB-Turm isoliert und einen Patch für das ROM von Pokémon Stadium 2 gebaut, das direkt in den GB-Turm startet, sobald man das ROM ausführt. Und plötzlich lassen sich auch ganz andere Gameboy-Spiele auf dem Transferpack auf dem Nintendo 64 starten. Mit dem entsprechenden Patch basierend auf der US-Version von Pokémon Stadium 2 konnte ich das Ganze selbst testen. Der Patch ist schnell auf das ROM aufgespielt. Den Link zum Patch und den Online-Updater packe ich euch in die Videobeschreibung. Allerdings wie immer weise ich darauf hin, erstellt euch das ROM aus eurer eigenen Originalkopie von Pokémon Stadium 2. Bei mir zeigte der Praxistest, dass von etwa 25 Spielen, die ich getestet habe, 18 problemlos liefen. Leider liefen 6 Spiele nicht oder nur sehr eingeschränkt. Auffällig vor allem reine Game Boy Color Spiele machen Probleme. Warum das vermutlich so ist? Nun, der Emulator ist auf eine ROM-Größe von maximal 2 MB beschränkt. Viele Game Boy Color Spiele sind aber größer und komplexer. Trotzdem liefen echte Highlights, wie Zelda Oracle of Season oder Resident Evil Gaiden. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Bei den klassischen Gameboy-Spielen hatte ich tatsächlich nur ein einziges, das nicht starten wollte. Ein paar Dinge sollte man aber wissen. Das Speichern ist nicht zuverlässig. Es hat im Test zwar bei Zelda geklappt, es ist jedoch nicht garantiert, dass die Speicherfunktion im späteren Verlauf eventuell aussetzt. Trotz allem, 18 Spiele von 25 ist ein solider Schnitt, wie ich finde.
Tatsächlich hätte ich mit weniger gerechnet. Was ich nicht testen konnte, war, ob Spiele im späteren Spielverlauf eventuell doch noch Bugs haben. Wie dem auch sei, kurz gesagt, es ist keine perfekte Lösung. Aber es geht hier nicht um Perfektion. Es geht um das Gefühl, sich durch seine Gameboy-Sammlung zu wühlen, ein echtes Gameboy-Modul in die Hand zu nehmen, es ins Transferpack zu stecken und dann auf dem großen Fernseher zu genießen. Das Gefühl ist einfach unbezahlbar. Ist das jetzt die beste Möglichkeit, Gameboy-Spiele auf dem N64 zu spielen? Nein, wahrscheinlich nicht. Es gibt inzwischen bessere Emulatoren mit größerer Kompatibilität. Aber keine davon fühlt sich so original an wie diese Lösung. Daher an euch die Frage, hat Nintendo hier damals eine Chance verpasst? Oder wäre ein echter Gameboy Player oder Super Gameboy für das N64 komplett untergegangen? Schreibt's mir in die Kommentare. Und wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr auch Kanalmitglied werden, damit ich weiterhin solche Nischenthemen für euch ausgraben kann. Also wie immer, bleibt neugierig und spielt Retro. Ciao!